Hare Krishna, schön, Hare dass Krishna. du eingeschaltet hast. Hier haben wir heute einen weiteren Interviewpartner hier. Nämlich bin sehr erfreut, dass Jai Satchidananda Prabhu heute hier ist und er kommt aus Ex-Jugoslawien eigentlich und er ist seitdem viel rumgekommen um die ganze Welt und er ist auch schon seit vielen Jahren hier in Deutschland und viele von euch vielleicht kennen ihn sogar und heute ist eine gute Möglichkeit für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen, einfach mal näher kennenzulernen. Für mich ist es auch eine große Ehre, weil wo ich ihn das erste Mal getroffen habe, nämlich damals in Berlin, im Berliner Tempel, da musste ich mit ihm mal komplett in Englisch sprechen und ich konnte noch gar nicht so gut Englisch. Also vor 10 Jahren. Genau, das ist schon auch 10 Jahre her. Und jetzt spricht er richtig gut Deutsch, deswegen habe ich mir gedacht, er ist der perfekte Interviewpartner, weil er hat sehr viel erlebt, ist sehr viel rumgekommen und ja, schön, dass du da bist. Hare Krishna, danke dir. Und ich bin sehr froh. Und ich wollte dich fragen, wann und wo hast du das Krishna-Bewusstsein kennengelernt und wann bist du mit ISKCON in Berührung gekommen? Oh, ich bin sehr, sehr alt, uralt. Das war vor ungefähr 32 Jahren vor. In ehemalige Jugoslawien. Das war, ich weiß nicht, 19, 20 Jahre alt oder so. Und ich habe ein Buch genommen, oder nicht genommen, ein Freund hat mir ein Buch gegeben und er hat gesagt, und hat dir geschenkt. seine Mutter hat das Buch gekauft. Ah, okay. Und sie hat, warum habe ich das Buch gekauft? Und vielleicht du möchtest das lesen. Sie hat ihren Sohn gegeben und ihr Sohn hat versucht, das Buch, das war der 3. Kanto Srimad Bhagavatam, okay, wow. Über Varahadeva und Kapila Deva. Ein bisschen technisch und philosophisch und er konnte nicht das lesen, das ist zu kompliziert für ihn. Und dann hat er auch gedacht, du liest diese komischen Bücher, dann nimmst und dann habe ich das Buch gelesen und habe gedacht, wow, das ist echt cool. Und ich habe nicht gewusst, dass Krishna-Bewusstsein oder ISKCON existiert, die Devotees existieren, Tempels. Ich habe nur das Buch gelesen und dann von diesem Buch und die Worte von Srila Prabhupada, ich habe alle, man kann sagen, in meinem Geist mindestens diese materielle Anhaftungen aufgegeben. Und das war in deiner Heimatsprache? Genau, genau. Die lautet? Serbische okay, Sprache. Ja, interessant. Ja. Und weil Prabhupada in der Erläuterung 4-mal hat erzählt, man sollte Hare Krishna Mantra chanten. Und ich habe Hare Krishna Mantra gechantet, aber nicht laut, weil ich hatte Angst, dass ich mache was falsch. Und dann habe ich in meinem Geist immer Hare Krishna gechantet. Und dann nach einer Weile, Krishna hat die Devotees geschickt in meinem Stadt und habe ihn getroffen, der wurde es getroffen. Nein, eigentlich, ich habe in Erläuterung von Prabhupada hat geschrieben, vielmal in der Chaitanya Charitamrita, es steht, Chaitanya Charitamrita, habe ich gesagt, was ist das, Chaitanya Charitamrita? Okay. Ich möchte dieses Buch lesen. Und dann alle meine Freunde, weil damals, wir hatten kein Internet, kein Handy, WhatsApp, sowas noch. Und ich habe alle meine Freunde, wenn die fahren in andere Städte, versucht mal in die Buchhandlung den Chaitanya Charitamrita finden. Okay. Und dann alle meine Freunde haben gewusst, dass ich suche Chaitanya Charitamrita. Okay. Und einen Tag ein Freund ist zu mir gekommen und hat gesagt, oh, ich habe gesehen, ein Pärchen, die verkaufen Bücher. Okay. Und es gibt dieses Buch, das du möchtest lesen, also Chaitanya Charitamrita. Ah, wo ist das? Und das eigentlich, da war Devotees aus Belgrad, Tempel. Okay. Und ich bin gerannt sozusagen, gib mir Chaitanya Charitamrita, gib mir. Und dann die wurde so, oh, warte, wer bist du? Weil meistens die müssen, wie sagt man, überzeugen Leute, das zu kaufen, aber das ist ein junger Mann, ist aggressiv, der möchte Chaitanya Charitamrita kaufen, das ist ein bisschen komisch. Das war das ganze Set oder war nur ein Buch? War das ganze Set? Nee, ich habe, ich glaube, Adi Lila 1 und 2 gekauft. Okay, aber gab es das ganze Set zu der Zeit schon? Oder? Damals, nee, damals war nur, ich glaube, ne, Adi Lila oder so, nicht ganz jetzt, heutzutage, aber damals war nur 1, 2, 3, ich weiß nicht.
Und habe das gekauft und gelesen. Wow, Chaitanya Charitamrita. Und das hast du gleich so angenommen? Ja. Weil gerade Chaitanya Charitamrita ist ja auch sehr hoch. So, es geht ja auch gleich. Ja, aber für mich war Nektar, echt Nektar. Weil es ist komisch, wenn ich jetzt denke, dass ich glaube, dass das Kapitel, der Baum von Chaitanya Mahaprabhu und die verschiedenen Devotees und dann steht, ich weiß nicht, Sarvabhauma Bhattacharya, er wohnt im Dorf so und so und man kann dort gehen mit dem Zug bis diesem Dorf und dann muss laufen 15 Kilometer und dann, wow, das ist für mich das so Nektar. Ich weiß nicht warum, aber das war für mich echt Nektar. Hattest du kein Problem mit dem Sanskrit oder dann später mit dem Bengali? Nee, das für mich war Nektar. Ich weiß familiär, nicht. Also gleich. Chaitanya Charitamrita für mich war, Srimad Bhagavatam war so, aber Chaitanya Charitamrita für mich war etwas anderes. Weil Chaitanya Mahaprabhu getanzt haben und dann mit seinen Händen hoch, Haribol, und alle Leute sind gefolgt und auch geschreit, Haribol, und für mich war das, wow. Krass. Also waren das deine ersten Bücher, Wahnsinn. Ja. Und dann hast du angefangen zu chanten und dann hast du die gelesen und dann, wo war dann der richtige Kontakt? Auch in deinem Heimatland oder kam das dann? No, diese Devotees haben nie am Abend, wenn ich die Bücher gekauft habe, da bin ich eingeladen für Prasadam. Und du wusstest gar nicht, was Prasadam ist. Okay, ich komme, ich weiß nicht, was das ist, aber ich komme. Und dann, die haben einfach eine Wassermelone gekauft und das okay. Und habe gefragt, und was ist der Prasadam? Was ist das? Das ist Prasadam. Das ist Wassermelone. Nein. Dann haben wir erzählt, das ist nicht normale Wassermelone sozusagen, dass wir haben geopfert und haben alle Geschichte erzählt. Und so, wow, echt. Und das war privat oder war das im Tempel? Privat. Okay. In einer Wohnung von einem Freund von Krishna. Und der wurde dort geschlafen für 2 Nächte oder so. Wow. Und mein erster Dienst ist nächsten Tag, die sind nach einer anderen Stadt gegangen. Und mein erster Dienst war, mit den Büchern zu helfen. Ich habe getragen diese Koffer und so, voll mit Büchern. Und dann sie haben eine Wohnung, eine Studentenzimmer gemietet oder so, ich weiß nicht genau. Und wir sind dort zusammengegangen, ich habe die 2 Koffer geschleppt. Und der Mann von der Frau, das ist meine Frau, Ehefrau, und ist in ein Bad genommen und dann danach ist nach Hause gegangen mit Dhoti und Tilak. Und er war nackt, keine Kurte. Und diese Brahman-Schnur. Und ich war, wow, du siehst genau wie die Leute von Chaitanya Charitamrita. Das war für mich, wow, das war eine super Eindruck. Vorher hast du die normalen Anziehsachen? Ja, genau, normale Hosen oder so. Ja. Und dann das erste Aber Mal das ist Dhoti und Tilak und diese Brahmana-Schnur, das war, und Tilak hier und dann 2, 3. Wow, ich konnte nicht. Und du kanntest das von den Bildern? Ja, ich habe, genau, das gibt Bilder, Chaitanya Mahaprabhu tanzt mit dieser Tilak auch, mit Brahmana-Schnur. Und für mich war eine Wahnsinn, habe das nicht gesehen und das war so attraktiv für mich. Und wie konntest du das annehmen, wenn Prabhupada direkt schreibt, hier ist die höchste Persönlichkeit Gottes, das ist die letzte Inkarnation, Chaitanya Mahaprabhu? Alles, 100%. Für mich war, weil ich habe nicht über das gesucht, aber ich habe viele Bücher gelesen, viele Bücher gelesen und ich hatte Interesse an Gott, an persönlichen Gott, nicht an diese Yoga oder Meditation oder Buddhismus. Ich habe Bücher über Buddhismus gelesen, das ist so unattraktiv für mich. Aber wie kam das? Kam das von dir alleine oder war deine Familie schon irgendwie? Meine Familie sind gar nicht kommunistische, sozialistische. Wir hatten keine von meiner Familie, außer Großmutter natürlich. Aber Familie oder in Umgebung, Freunde. Wir waren immer alle, sagt man, nicht Atheisten, aber wir hatten kein Interesse in diesen Dingen. Das ist ja für die alte Frauen oder. Okay.
Omas und Opas, die gehen in die Kirche und für uns, wir hatten kein Interesse eigentlich. Und kannst du dich erinnern, wann das war, wann du dir gedacht hast, oh, oder was war da eine Situation, wo du gedacht hast, so, ich denke jetzt mal über Gott nach, oder hat sich Gott gezeigt, oder du bist auf die Suche gegangen? Ich war einmal in die Schule, ich war 14 Jahre alt oder so. Und wir hatten diesen Professor, war sehr, sehr anstrengend. Und wie sagt man, so einfach so geärgert. Und wenn man weiß, diese nicht, und dann der Professor hat, okay, jetzt, ich frage alphabetisch. Okay. So von A, B, C, D, wenn dein Nachname ist. Und dann meine beginnt dann mit P. Und dann, er hat alles diese, ich weiß nicht, M, N, O, und dann, oh mein Gott. Und dann habe ich gebetet. Das war das erste Mal, dass ich an Gott gebetet habe. Er hat keine Ahnung, er hat, liebe Gott, mein Geist, liebe Gott, wenn du existierst, ich werde glauben, ich werde glauben an dich, wenn meine Buchstabe kommt, dass sie stoppt. Weil wir hatten 20 Minuten noch oder 25 Minuten noch. Okay. Und dann kam eine Chance, dass sie mich verpasst. Sie war M, ich weiß nicht genau, M oder so. Und habe gedacht, oh, liebe Gott. Und dann siehst M, N, O. Und wenn O fertig war, sie sagt, okay, das war's für heute. Und dann so, wow, Gott existiert. Und das war meine erste, wie sagt man, Erfahrung. Und dann zweite Erfahrung, nicht ein paar Monate später, weil wir waren jung und ich habe gelesen dieses Buch Jack Kerouac, On the Road. Okay. Ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch. Das ist die Beatnik Generation. Okay. Die Trampen und die. Okay. Und dann lass uns ein bisschen trampen und so weiter. Und wir sind auf eine Straße gewartet irgendwo in einem Dorf. Es gibt keine Seele. Wir haben 2-3 Stunden, wir warten. Keiner kommt, kein Auto. Und wenn ein Auto kommt, und wir, Und er hat mein Freund gesagt, ich habe versucht, an Gott beten. Okay. Sollen wir das probieren? Nochmal? Okay, lass uns probieren. Okay, dann. Und dann wir hatten nichts gemacht. Alle zusammen? Zusammen. Okay. Liebe Gott, bitte schick dein Auto. Okay. Wenn du schickst ein Auto, wir werden an dich glauben. Und 1 Minute später, nicht 2 Minuten, ein Auto kommt. Wahnsinn. Und ich dachte, wow, das wirkt. Es wirkt, der Gott macht das. Und das war natürlich kindlich, aber für mich, das war der Anfang. Ich war 14 Jahre alt und das war, wow. Gott macht, was wenn du betest. Er hilft dir oder so. Wow. Und dann, ich war, als ich 14 Jahre alt war, meine Eltern hatten mich nach dieser militärischen Schule oder Akademie geschickt. Okay. Ich war 15 Jahre alt und ich war 1 Jahr in dieser militärischen Akademie-Schule. Und das ist eine muslimische Stadt. Und ich habe einen Tag vorbei eine Moschee gelaufen. Und ich habe gehört, Mohammed. Okay. Und das, wow, ich weiß das, ich kenne das. Okay. Ich weiß nicht, woher kenne ich, aber das was für mich war eine, wie sagt man, nicht Erläuterung, aber nicht Erleuchtung, aber ich habe gedacht, wow, Gott existiert und dann ich habe nach diesem einem Jahr, ich bin zurück nach Hause gegangen. Und dann, ich bin regelmäßig zu dieser, nicht Kirche, aber diesem Kloster. Kloster. Okay. Und mit diesem Möncherleben. Und ich habe interessiert mich in diese, wie sagt man, Ikonen?
die Gemälde an die Wände. Ach so, okay, so ja, Wandmalereien. Ich weiß Ja, nicht, diese alte Icons, das heißt. Okay. Und ich habe das geguckt und gemalt und habe an meiner Wand Jesus gemalt. Das ist 2 Meter mal 3 Meter mal 2 Meter. Wow. Jesus und so einem Kreuz und seine Mutter dort. Und alle meine Freunde sagen, oh mein Gott, was machst du jetzt? Und hast du dich dann mit den Mönchen noch unterhalten darüber? Ja. Hast du Fragen gestellt? Aber nicht Fragen, das was wir sagen, das interessiert mich nicht, was die gesagt haben, aber diese Atmosphäre und sie war so demutig und diese Demut habe ich nicht gesehen. Das Demut von diesen Menschen habe ich nicht gesehen. In der Welt sozusagen. Aber das Spirituelle hat dich angezogen, dieser Glaube. Ja, Atmosphäre und diese Ruhe. Die haben so, wie sagt man, die bräuchten nicht. Einfach, sie sind da und irgendwo in den Bergen und die haben ein bisschen Wasser und Brot und diese Einfachheit. Und das war's. Und für mich war das so attraktiv. Ich habe gesagt, wow, ich möchte das. Ich weiß nicht, was das echt ist, aber ich möchte das. So diese einfache Lebensweise. Ja. Und hat dich auch die Praxis angezogen? Weil so ein Mönch, der betet ja oder macht irgendwas. Das ist nicht mein Interesse. Okay. Ja, aber spannend. Weil wie betet man oder Jesus oder Philosophie. Ich habe die Bibel versucht zu lesen, das ist nicht für mich. Aber dieses Leben, das ist. Und dann nach ein paar Jahren, 2 Jahre oder so, ich war 17, 18, ich weiß nicht genau. Ich habe gehört, dass in Griechenland gibt es eine Insel. Das ist nur für die Mönche, diese orthodox christliche Mönche. Und nur für die Männer. Okay. Die Frauen sind verboten, weil die Mönche, Männer und die wohnen dort seit Hunderttausenden von Jahren. Wow. Und das heißt Mount Athos oder ich weiß nicht, Athos. Okay. Und ich habe gedacht, ich will dort. Ja, und dann ich habe gelesen über dass dort die Mönche, die fasten ungefähr 120 Tage pro Jahr. Okay. Die fasten 180 Tage. Die fasten 3-mal 40 Tage, weil Jesus hat 40 Tage gefastet, ohne fest essen, nur Wasser getrunken. Okay. So 3-mal 40 Tage fasten, 3-mal im Jahr. Und dann die kleinere paar Tage so hier. So 180 Tage pro Jahr, die fasten. Und da dachte ich, das ist für mich, das möchte ich. Und dann die chantet, die haben diese Kette und die chantet, gibt es eine Mantra, die chantet wieder, die wiederholen dieses Mantra. Das heißt, Jesu Christus, sei barmherzig, ich bin der Sünde, wie sagt man, Sündermensch oder so, ich weiß nicht genau, aber ungefähr so. Ja, schön. Und habe gedacht, das will ich. Ich irgendwo in die Steine, in die Berge und dann du trinkst einen Tee und ein Stück getrocknetes Brot und das ist cool. Wow. Aber diese Einfachheit, das ist für mich sehr, sehr attraktiv. Ja, aber interessant, wenn du überlegst, was andere in diesem Alter so anziehend finden oder was man sich so für Pläne schmiedet für sein Leben und du hattest die Anziehung halt dazu. Ja, ich weiß, ja. Ich hatte natürlich Pläne, Wünsche in meinem Leben, ich möchte berühmt sein. Oder was, berühmte Künstler und so weiter. So gab es die Pläne auch, okay. Aber wir hatten diese, wie sagt man, zweiseitiges Leben. Ja. Ja, dann kam Prabhupads Bücher und dann warst du dann im Endeffekt, wie alt warst du da, 20, 18? Ungefähr 20, ich glaube, 20 oder so. Und dann, wenn Prabhupada Buch ist gekommen, ich war reif. Ich war reif. Und dann habe ich an ein paar Freunde gesagt, das ist super, das interessiert mich. Und dann ein Freund hat mir erzählt, er hat gehört, dass Hare Krishnas, die, wenn du Hare Krishna wirst, die schicken dich nach Indien
und du arbeitest auf dem Maisfeld oder den ganzen Tag und dann du arbeitest und du guckst in die Sonne und dann chantest Hare Krishna, Krishna. Und dann gedacht, wow, das ist so cool, das mache ich. Das ist kindlich, aber. Also, aber dann bist du wirklich, du bist ja weltweit sehr rumgekommen. Also was war dann dein nächster? Nee, der nächste Schritt war, ich meine, die Situation in meinem Land war nicht so schön, das war ein Bürgerkrieg. Okay. Und dann, ich musste eigentlich, wie sagt man? Zur Armee? Oder? Zur Armee. Und dann, ich möchte nicht, ich bin schon spirituell oder habe gechantet, 16 Runden gechantet, ein paar Monate, 2-3 Monaten oder so. Und dann nicht kämpfen, warum, wozu. Kanntest du das Geschehen, wo es dann so 1 Jahr oder länger oder 2 Jahre? Nee, ja, ungefähr 1 Jahr oder so. Okay, wow. Aber ich habe im Tempel gewohnt, 2-3 Monate im Tempel in Belgrad. Dienst gemacht, das alles. Und dann, ich habe nicht gewusst, was soll ich jetzt tun und was soll ich tun. Und ich bin einfach, okay, ich gehe nach Indien und ich bin nach Indien. Hattest du davor schon deine eigene Wohnung oder bist du mit Eltern. Aber du bist aus deinem Elternhaus sozusagen dann in Tempel? Ja, genau. Das war okay, dann der. Genau. Okay. Und dann ich bin nach Indien gegangen und das war's. Und dann diese Reise, man kann sagen, ich bin unterwegs. Seit dann 30 Jahre oder so. Nicht Vollzeit, aber mindestens 20 Jahre unterwegs. Ja. Und wie war das denn für dich? Erst einmal Indien und du siehst diese Kultur, du siehst das, was du gelesen hast, vielleicht dann live, du siehst die ganzen Das wird was anderes. Die Kultur, Indien ist wie meine Heimat, man kann sagen. Das Indien, ich mag das Essen und die Sonne, die Hitze und das ist alles super für mich. Die Krankheiten, die Lärme und das ist für mich Nektar, man kann sagen. Aber alles war, weil in unserer Geister, wir lesen über Rupa Goswami und Goswamis und die Heilige, die sitzen auf der Bank von Ganga und meditieren 30.000 Jahren. Und dann Autos und Rikschas und Hunde und Schweine überall und das war etwas anderes. Aber trotzdem, die heiligen Orte in Indien war für mich. Und du wusstest dann, wo du hin wolltest? Oder? Nein, hatte keine Ahnung. Nee. Eigentlich hatte keine Ahnung. Ich war jung und damals, ein Teil von mir war devot, ein anderer Teil trotzdem möchte berühmte Künstler und reiche Künstler sein. Und mein Plan war, okay, ich gehe nach Indien und danach, wenn ich in Indien bin, dann gehe ich zur australischen Botschaft und versuche in Australien einen Flüchtlingsstatus zu kriegen oder so. Und dann in Australien, wenn ich berühmt bin und reich, dann werde ich devot. Das ist ungefähr meine Psychologie damals. Aber was hast du denn künstlerisch gemacht? Hast du gemalt? Gemalt, ja. Okay, wow. Und richtig große Bilder oder klein? Wie muss man sich vorstellen? Große Bilder, manchmal, ja, große Bilder. Und die hast du dann verkauft auch? Ich habe ein paar verkauft, ja. Ich habe ein paar Ausstellungen gehabt. Okay. Also, nichts Besonderes, aber ich habe ein paar verkauft. So. Und wie war das für dich als Künstler jetzt zum Beispiel in den Büchern, diese Bilder zu sehen, die wir ja haben vom BBT? War das für dich wahre Kunst oder war das für dich? Das ist für mich nur, was sagt man, nicht Kunst. Als Künstler sieht man das ja mit anderen Augen. Ja, das ist anderes. Das ist für mich nur, okay, das erzählt die Geschichte, aber Kunst als Kunst, das ist nicht Kunst, muss man sagen. Künstlerisch, man kann nicht das hat dich nicht überzeugt? Nee, das ist für mich nicht. Aber als Krishna, das ist Krishna und die Kühe und ich weiß nicht, Radharani, das war für mich
super, aber künstlerisch, das ist was nicht attraktiv. Spannend. Aber du hast dann auch nie, weil ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe früher auch gemalt, und habe mir noch, bis ich Devoti geworden habe, ich dachte, oh ja, das kann ich ja schön in den Dienst stellen. So, kann auch mal ein Bild malen von Krishna. Habe ich aber komischerweise nie gemacht. Krishna hat es nie zugelassen. Wie war das bei dir? Nee, gar nicht. Auch nicht? Gar nicht. Gar nicht. Ich habe meine Hand gar nicht für 20, 25 Jahre nicht gemacht. Auch so, ja. Okay. Ich hatte keine Lust, ich habe kein Interesse. Aber das komischerweise, kein Interesse. Ja, weil ich habe heute so viel zu tun, wenn wir in Indien, dann wir hatten einen Bus gekauft und dann wir sind ganz Indien gereist und gepredigt und in die Dörfer und die Berge. Wo bist du denn hin? Hast du dich an irgendeinen Tempel angeschlossen in Indien? Oder? Nein, du bist einfach. Ich bin einfach nach Indien gegangen. Ich hatte keinen Plan, keine Mappe, keine Karte, nichts. Ich hatte nicht gewusst, wo gehe ich. Zum Beispiel, ich bin in ein Dorf in Türkei und ein Auto stoppt und ich gesagt, wohin? Oder ich habe gesagt, Indien. Und dann die Leute gucken, wir sind in einem Dorf in Türkei, die wissen, wo Indien ist jetzt. Wo ist jetzt also Indien? Bist du nach Indien getrampt sozusagen? Oder? Ja, ach so, gelaufen ja, und das ist nämlich auch sehr gelaufen. Ich habe viel gelaufen, ja. Wie lange hat das gedauert? Ungefähr 2 Monate oder so. Aber du bist von deinem damaligen Geburtsland sozusagen? Ja, Bulgarien, Türkei, Iran, Pakistan. Das ist Hingabe, auf jeden Fall. 2 Monate. Und ich habe nicht gewusst, ich hatte keinen Plan, keine Karte, ich habe nicht gewusst, wo jetzt ist gut. Jung und gehirnlos sozusagen. Und das ging einfach durch die ganzen Länder, das war gar kein Problem? Na doch. Visa war ein riesiges Problem. Weil ich hatte kein Geld für Visa. Und dann jedes Land muss irgendwie Geld finden, hat kein Geld. Aber Krishna hat das arrangiert? Krishna hat arrangiert, jedes Land war sein Drama sozusagen. Aber Krishna hat arrangiert. Und dann am Ende bin ich in Indien. Ich war in Indien für... Also lange Geschichte, aber ich habe ein paar Studenten von Nigeria getroffen, in Pakistan. Und ich habe einem Student geholfen und er hat mich die Adresse von seinen Freunden in Delhi gegeben. Das sind Studenten, afrikanische Studenten. Okay. Und ich bin dort gegangen und ich war ein paar Tage mit diesen Studenten. Und dann, ich habe einen Tag eine Karte gesehen, Karte von Delhi, New Delhi. Und habe gesagt, Yamuna. Und ich habe gesagt, oh, Yamuna. Und habe gesagt, guck mal, Yamuna. Und dann diese Studenten sagen, ja, Yamuna ist schmutzig. Nein, das ist Yamuna, Rupa Goswami, Krishna. Das ist von Krishna-Buch. Nein, das geht doch. Oh, weil ich habe in meinem Geist damals gedacht, dass die heilige Rupa Goswami und alle heilige Devotees, die sitzen auf der Bank im Yamuna. So ich habe gedacht, wenn ich dort dann treffe ich alle wunderbare Devotees und so weiter. Und dann ich bin viel gelaufen in Delhi und dann ich möchte ein Refugee Office oder Flüchtlinge Office, ich weiß nicht genau, wie heißt das. Weil vorher in Pakistan, ich habe in diesem Flüchtlinge Office, jemand hat mir geholfen und dann ein bisschen Geld gegeben. Und dann ich habe gedacht, okay, dann kann ich auch in Delhi und dann kann ich nach Australien fahren. Das ist mein Plan. Okay. Und aber das ist auch lustig. Delhi hat 20 Millionen Leute. Und dann ich bin einfach auf die Straße gegangen. Entschuldigung, weißt du, wissen Sie, wo Flüchtlinge Office ist?
Und die Leute, nein, nein. Und dann langsam ein paar Stunden, ihr habt gefunden. Das ist unglaublich. Ihr habt das gefunden. Wow. Und du konntest Englisch? Weil, nee. Wie hast du... Hände und ein paar Worte Englisch, 2 Worte, 5 Worte Englisch und so weiter. Und aber wenn man, was Prabhupada hat gesagt, wenn die Gebäude brennt, dann irgendwie man kommuniziert. Ja. Und das ist echt so. Ich habe nur mit Händen kommuniziert und ich sage was auf Serbisch und dann die Leute sagen was auf Türkisch und wir verstehen uns. Und dann habe ich dieses Office gefunden und ich bin dort gegangen und gesessen und nach 5 Sekunden ein Devotee ist reingekommen. ISKCON Devotee. Okay. In Dhoti und alles. Und dann hat gesprochen, wow, bist du ja ein ISKCON Devotee? Ich sagte, ja, hör mal. Und dann, er hat dieses, Prabhupada Lecture. We are receiving transcendental knowledge from Guru Parampara. Wow, Prabhupada, ja, du musst nach Vrindavan. Ich? Nein, du musst nach Vrindavan. Und dieses Devotee war kennst du dieses Buch Salted Bread? Ja. Über diese armenische Devotee. Ja. Er hat das geschrieben, dieses Devotee, wie heißt der genau? Sarvabhavana, Sarvabhuma, Sarvabhavana, das war er. Wow. Und er ein bisschen heavy und ein bisschen russisch und er konnte gar nicht Englisch und ich habe vor ihm übersetzt. Diese Angestellte dort und habe ihm ein bisschen geholfen und dann hat er gesagt, oh, was ist passiert? Er hat einen Tag vorher gekommen. Er hat, wie sagen wir, spaced out auf die Devotee-Sprache. Weil er sollte morgen kommen, aber er hat gewusst, oh, heute ist 18., ich weiß nicht, aber damals war 17. Okay. Dann, ich weiß, ich bin vorher gekommen, du musst nach Vrindavan. Und dann, er hat mir ein bisschen Geld gegeben und die Adresse gegeben und die Tempel in Delhi, Adresse, und dann ich bin dort nach ein paar Tagen dort gegangen und dann ein Devotee hat mir erzählt, wie fährt man nach Vrindavan mit dem Bus. Damals gab keine, das ist nur ein Bus zu die Chattikara und dann man muss laufen. Okay. Oder diese Tanga mit diesem Pferdkarre oder wie sagt das? Einen Zug gab es nicht? Oder nee, von Chattikara, man musste 5 Kilometer entweder laufen. Ich meine von Delhi war nichts. Von Delhi Bus, ich habe Bus genommen, zu Chattikara. Und dann, heute wir haben Rikschas und Hotels und damals war gar nichts, Sand und Feld und Bäume und gar nichts. Also was war das, 91, 92? 92. Ja, wow. Und dann habe okay, ich bin da jetzt und das ist fast Sonnenuntergang, das ist ungefähr 7, ich weiß nicht wie spät, 6 oder so. Und ich habe dort gestanden, allein, gibt keine da. Und dann zwei Männer haben diese Tee getrunken, die haben gesessen und Tee getrunken und dann eine von denen, komm hier, setz dich. Okay, ich setze. Und dann, ich habe versucht zu fragen, was, aber wir konnten nicht uns verstehen und so weiter. Und dann ein Motorrad ist vorbeigekommen und dann haben geschreit, warte. Und eigentlich dieses Motorrad war Milchmann oder wie sagt man, Milchverteiler und dann hier diese Zisterne auf die Seite mit Milch. Und er sitzt dahinter und dann geh mit ihm. Ich habe keine Ahnung, wohin gehen wir, was, okay. Weil man lernt, dass nicht manchmal, aber ich kann nicht tun, ich bin in ein fremdes Land und ich kann nicht entschieden, ich will das und das. Was kommt, man muss akzeptieren. Du kannst nicht kontrollieren. Ja, und dann, okay,
Und dann Motorrad geht dort, okay, ich gehe mit, ich weiß nicht. Und dann Motorrad ist, und dann, wie heißt du? Ja, nein, ich heiße Sascha. Welcome to Vrindavan. Und habe gedacht, wow, welcome to Vrindavan, das war eine super Willkommen. Und er hat vor Tempel, Eingang von ISKCON Tempel, gestoppt. Okay, er hat mir gezeigt, geh dort. Okay, ich gehe dort. Und das war's, das war mein, das Krishna hat mir genau vor die Tür gebracht. Und danach habe ich natürlich... Dann bist du aber nicht da geblieben, sondern bist durch Indien gereist? Aber da war mein Home sozusagen. Dann haben zu viel und dann wir sind auch nach Asien gegangen, bisschen kollektieren. Und du hattest ja den Wunsch, schon als Mönch zu leben. Hast du dir das dann erfüllt, sozusagen in Indien? Schon? In Indien, ja. Wir haben ein Bus gekauft und wir sind über nicht ganzes Indien, aber ein gutes Stück gereist. Und das war ein einfaches Leben. Entweder draußen, aber immer draußen schlafen und diese Pumpe, duschen. Und manchmal, du pumpst und dann kam Wasser mit Gras gemischt oder so. Und dann wir duschen wie das. Und alles gut, ja. Und manchmal zum Beispiel, als wir in, wie heißt das, Punjab gefahren sind, das war echt kalt im Winter. 0 Grad oder so oder 2 Grad und es gibt nicht heißes Wasser und dann wir duschen diese Wasserhahn, das Hochwasserhahn. Es ist so kalt und man duscht, das ist cool. Ja, das ist cool. Und wir haben viele Bücher verteilt und Harinam gesungen und Lecture gegeben. Und wie lange hat das dann, wo du dann in Vrindavan warst, wie lange hat das gedauert? Wurde dir das angeboten oder hast du selber dir gedacht, ich möchte jetzt hier als Mönch dienen oder wie kam das? Sofort. Sofort, die haben sofort... Sofort, ich bin in Action sozusagen. Nach einer Woche, wurde eine Gruppe von Devotees hat mich gefragt, möchtest du mit uns reisen und predigen und so. Und dann warst du dabei? Klar, weil ich bin seit 2 Monaten unterwegs sozusagen. Für mich war... Okay. Und dann ging die Reise weiter? Ja, einfach mal. Ich habe meine Haare rasiert und... Hast du längere Haare? Oder? Ein bisschen länger, ja. und ja, das war's. Seit dann bin ich unterwegs sozusagen. Wow. Viele Länder, nicht die ganze Welt, aber Amerika, Südamerika, Europa, Asien. Genau, dann warst du in Indien, warst in Asien und dann wurdest du irgendwann auch eingeweiht, Ja, das war das in welchem Jahr? Das war ein Jahr später, was 93. Und wo war das? Mayapur. In Mayapur. Und wie war das denn für dich, in Mayapur zu sein? Also, Mayapur war für mich, Lord Chaitanya. Meine erste Erfahrung, wir sind mit unserem Bus gekommen, weißt du, wo der Conch-Gebäude ist? Yeah. Und alles war offen. Und dann wir konnten mit unserem Bus dort fahren. Da gab es noch nicht viele Gebäude. Ja, das ist nur Conch und diese lange Gebäude und ich weiß nicht, noch ein Gebäude. 3, ich glaube 3 oder so. Kleine Hütte vorne, ja? Ja, eine Prabhupads Hütte, das war's. Und dann wir sind ungefähr um 6. Wir waren um 6 ungefähr am Morgen dort gegangen und kurz geduscht und mit kaltes Wasser geschwommen. Guru Puja beginnt um 7:15 Uhr. Und dann, ich habe gehört von weiß nicht, 100 Meter, diese und habe gedacht, wow, das ist spirituelle Welt. Und ich habe getanzt
von Anfang bis zum Ende. Und damals war vieles, alle Sannyasis, ISKCON-Sannyasis waren da, mit Dandas, und wir haben Dandas geschwungen, wie soll ich nicht sagen, diese ekstatische Kirtan, Tamal Krishna Goswami und Lokanath Goswami, so viele Sannyasis, 10, 15 Sannyasis oder so. Und das war mehr als Familie. ISKCON war eine Familie, das war Mayapur Festival, war ISKCON Festival sozusagen. Natürlich ist es besser, wir haben heute Millionen von anderen Leuten, aber das ist ein bisschen fremd, man kann sagen, heutzutage. Aber damals war es so klein, nicht 100, 200, 300 Devotees, und dann jeder hat von Gesicht, und dann habe viele Devotees getroffen, mit Devotees gesprochen und Freunde gemacht. Und getanzt. Und ich erinnere mich nur, ich habe getanzt und getanzt und getanzt und getanzt, immer, den ganzen Tag, tanzen. Und dann, erster Tag, und dann nach ein paar Tage nach, Devotees hatten diese T-Shirts gedruckt. Bhaktivinoda Thakur, er hat erzählt, wenn jeder Schritt in diese Mayapur Parikram der Welt ist gerettet. Ich weiß nicht genau, aber so mit jeder Schritt. Und dann wir hatten alle diese T-Shirts und dann Mayapur Parikram. Wir mussten das Mayapur Parikram gehen. Und dann wir hatten natürlich wieder den Bus, weil ich glaube, wir waren spät. Ich weiß nicht genau, aber wir sind mit dem Bus gekommen. Also warst du Gopunim, ne? Ja, Gopunim, genau. Wir mussten ein bisschen laufen, ein paar 100, 200 Meter laufen. Und dann habe ich gehört, eine Gruppe von Devotees und ein Sannyasis Lecture gegeben, und habe gehört, "My dear Mother Sachi, your son is God." Und alle Devotees, "Hareba." Und habe gedacht, wow, meine liebe Mutter Sachi, dein Sohn ist Gott. Was ist Chaitanya Mahaprabhu? Das gerannt. Das war Jayapataka Swami. Und damals war so gesundlich und stark, und er hat immer diese Hareba, und alle Devotees Gauranga. Und das jeder 10 Minuten, jeder hat geschreit Gauranga. Für mich war eine echte Ekstase. Echte Ekstase. Oder Theater? Nee, nur Vortrag oder einfach so. Wir laufen oder wir chanten unsere Runde, und Maharaj einfach von nichts. Gauranga. Und alle Devotees, die das war echt super, muss ich sagen. Und als junger Devotee, für mich war das unglaublich. Und dann habe ich ein Wein gekriegt, aber ein Wein auch, das war für Gopunim. Und viele eingeweiht bestimmt, ne? Ja, die hatten diese Bühne, auf die Bühne, die alle Guru gesessen haben. Tamal Krishna Goswami, Harikesh Swami und... Also wurde alle zusammen eingeweiht. Und dann wir sitzen, ich weiß nicht genau, wie viel Feuer, wir hatten diese Feuer. Und Feuer 6 oder 8 Devotees und dann 4 oder 5 Feuer oder so. Und dann die anderen Devotees haben gewartet dahinter oder so. Ich weiß nicht genau. Weil Jayapataka Swami hatte ungefähr 300 Devotees für die Album. Und er hat ein bisschen später gekommen, weil es gab keinen Platz für alle Devotees. Und dann jeder Guru hat über seine Schule gesprochen, dass er meint so und so, Bhakta so und so. Und ein paar Worte, und das war echt cool. Also personell, man kann sagen, und für mich war auch Tamal Krishna Maharaj hat mich anerkannt, oh, ich kenne dich. Und ich bin nach oben gegangen, und Tamal Krishna Maharaj hat mir, wie sagt man, ein paar Worte gesprochen. Das war für mich eine Ehre und so weiter. Und am Morgen, dieses Morgen, Mangala Arati, Guru Puja eigentlich. Es gibt vor der Radha Madhava diese, nicht Bühne, aber weißt du, was diese, was das ist? Plattform oder so. Und auf dieser Plattform steht mit den Blumen geschrieben Jaya Satchinandana. Das war
15 Meter oder so. Wie lang ist diese Altar? 15, 20 Meter. Ja, stimmt. Und die Buchstaben sind dies groß. Jaya Satchitananda mit den Blumen geschrieben. Vor Radha Madhava. Vor Radha Madhava, genau. Das ist morgen für Guru Puja. Und ich habe gesessen um meine Feuer und mein Guru, dein Name ist Jaya Satchitananda. Das. Das war echt cool. Nice. Ja, sag, was bedeutet der Name? Nur für die es jetzt vielleicht nicht wissen. Jaya bedeutet alle Ehre oder glorreichen. Und Satchitananda ist der Name von Chaitanya Mahaprabhu, von einer Avatar oder Inkarnation Krishnas. Das ist auch Krishna, aber in eine andere Form genommen. So, das bedeutet alle Ehre sei Chaitanya Mahaprabhu. Das bedeutet wir Diener von dieser Inkarnation. So, das war für mich ein Traum eigentlich, ein Traum. Und dann, ich war in Indien vor 3 Jahren und viele gereist und in Vrindavan. Und das ist echt ein schönes Leben, muss ich sagen. Ein schönes Leben. Wow. Ja, und dann ging es ja weiter. Dann wie kam dann der Entschluss, dass du zum Beispiel dann nach Amerika gegangen bist oder an andere? Mein Guru hat mich nach Amerika geschickt, weil er hat ein Projekt dort übernommen, ein Tempel. Und dann er bräuchte ein paar Devotees dort. Und dann ich bin ein Geheimnis in Krishna gebetet, dass Krishna, ich möchte, das ist auch meine Natur, ich möchte irgendwo in der Welt gehen, wo die schwierigste ist, zu predigen. Okay. Und am Anfang möchte ich diese arabischen Länder gehen und mein Guru sagte, nein, das geht dort nicht. Ich habe einen Devotee getroffen und er hat mich nach Ägypten eingeladen, ich möchte nach Ägypten gehen. und dann habe ich, wo ist schwer? Und wenn die Devotees kommen, ich war in Vrindavan natürlich, wenn die Devotees kommen von Westen, ich habe immer gefragt, wo ist die schwierigste zu predigen? Und alle haben gesagt, Amerika. Das ist okay, Amerika. Krishna, bitte, ich möchte nach Amerika. Und dann nach ein Jahr oder so, nach einem Jahr, mein Guru sagte, möchtest du nach Amerika? Ja, natürlich. Bist du allein nach Amerika oder mit anderen Menschen? Mit zwei oder drei noch. Meine Freunde. Okay. Und wir sind dort Bücher verteilen auf die Straße. Das war San Francisco. San Francisco ist wirklich schwer. Das ist die schwerste Stadt. Ich glaube, ich war nicht in Japan, aber in Tokio, aber San Francisco ist ziemlich schwer, muss ich sagen. Weil die Leute sind super nett, aber sie interessieren sich nicht. Und wenn du jemanden mit dem Buch hast, oh, danke dir, du bist super nett. Danke dir. Und das war's. Aber nicht für mich. Nee. und du verteilst jeden Tag, okay, du verteilst ein paar Bücher, aber die haben Leute. Und das war echt schwer. Und dann Krishna hat uns gezeigt und dann hat uns geschickt, ein bisschen oben, Norden, in Washington, ja, Bundesland, man kann sagen. Und dann, wir haben dort einen Tempel geöffnet und das war echt cool. Viele Leute hatten gejoint und... Habt ihr von Anfang an allein den Tempel... Ja, genau, das war auch ein Abenteuer, super Abenteuer. Das ist mein Was war das, ein Haus oder eine Wohnung? Am Anfang, mein Guru hat mir... Die hatten ein Devot, ich war ein Buchverteiler, ich bin ein bisschen fanatischer Buchverteiler sozusagen. Ich verteile Bücher auf dem Flughafen und auf die Straße und so weiter. Und dann ein Devotee war da und wir hatten 2 Bhaktas, 2 ganz neue Leute. Und mein Guru möchte, dass er einen Tempel öffnen. Und dann die Bhaktas, die möchten nicht mit ihm gehen. Okay. Wir mögen ihn nicht. Und dann was möchtet ihr? Wir möchten in Jaya Satchi gehen. Okay. Aber ich bin ein Buchverteiler, ich mache das nicht, diese Tempel. Was nein, wenn die Devotees möchten mit dir gehen, okay. Aber wir hatten kein Geld, wir hatten $20.
Wir hatten diese VW-Bus, diese Hippie 1967, ich weiß nicht, das altes, diese Hippie VW-Bus. Aber wir konnten dort schlafen, mindestens, mit $20. Wir sind nach dieser Stadt gefahren und langsam ein paar Leute getroffen. Und das war auch ein Abenteuer. Wir sind in Doti, immer in Doti, rausgegangen und den ganzen Tag laufen eigentlich. Und wir hatten keine, ich glaube, Instrumente damals. Wir hatten gar nicht. Aber viele Bücher? Nee, wir hatten keine Bücher. Am Anfang, wir hatten Bücher, aber das ist alles, das ist eine lange Geschichte, aber wir hatten keine Bücher. Und dann, und dann wir sind einfach gesessen, gechantet, Hare Krishna, Hare Krishna. Und danach jemand ist gekommen und Mridanga hat uns gebracht. Wir hatten einen Mridanga, Mridanga ist Trommel. Und wir hatten Mridanga gespielt und gesungen, Hare Krishna. Und dann manche Leute sind uns gefragt, und wo wohnt ihr? Oder wir haben kein Haus, wir wohnen in unserem Bus und wir schlafen draußen. Und manchmal 2, 3 Leute, manchmal ein von uns schläft draußen auf dem Gras oder so im Park. Und wir schlafen draußen oder im Bus. Oh, kommt zu meinem Haus, macht ihr Programm, ein Sonntagsfest in mein Haus. Okay. Und dann wir haben einen gemacht und dann er hat 10, 15 Leute eingeladen und wir haben gekocht, er hat das Burger gekauft, wir haben alles geopfert und dann die Gäste, oh, und wo seid ihr? Oh, nächste Woche ihr müsst mein Hausprogramm machen. Und dann, wir hatten manchmal ein paar Monate gebucht sozusagen, Sonntagsfeste hier, dort und wir hatten, wow, das war cool. Und dann nach einer Weile ein Pärchen hat uns eingeladen, im Dachgeschoss da oben schlafen. Nur wir mussten teilen, halb ist für uns und halb ist von diese Pflanze, komische Pflanze sozusagen, die grüne Pflanze. Und dann wir haben gesagt, Krishna Chaitanya, aber wir hatten gechantet, so die Pflanze hat ein bisschen gesegnet mit Heiligen Namen. Und aber das war auch cool. Er hat Gäste immer und dann wir hatten viel gepredigt, echt viel gepredigt. Und dann jemand hat uns wie heißt das Buch? Krishna Art Book, Krishna Kunstbuch, das ist ein großes Buch. Und das war das beste Predigen. Es gibt viele wunderbare Gemälde. Und dann wir einfach, das Buch war immer geöffnet. Und wenn jemand kommt, oh, wer ist das? Und das, okay, das ist Vishnu, das ist das, Inkarnation. Und das war super, echt super Predigen. Und dann wir haben noch ein paar Studenten getroffen und dann ein Tattoo-Meister, wie sagt man, Künstler, hat uns eingeladen in die Stadt, weil das war in die Berge, dieses Hippie-Haus war echt hoch in die Berge. Und dann wir sind wieder in die Stadt und wir hatten regelmäßige Sonntagsfeste dort und 20, 30 Leute und der hat für alles bezahlt. Und dann wir haben gedacht, okay, jetzt wir sind bereit, unsere eigene Tempel zu öffnen. Also. Und dann eine Studentin war sehr hilfreich und sie hat uns Geld gegeben und sie hat für uns ein Zimmer gemietet. Das war ein Studentenzimmer und wir waren dort ein paar Monate. Aber immer, wir haben ein Haus gesucht und dann eigentlich sie hat geholfen, dieses Haus zu mieten und das war, und dann wir hatten einen Tempel und dann die Leute, neue Devotees haben gejoint und das war der Anfang von unserem, wie sagt man, Predigabenteuer sozusagen. Und danach, wir haben noch einen Tempel geöffnet und noch einen 3. Wir hatten 3 Zentren in diese, alle ja, schön. Nice. Nordwest USA. Und dann auch in Amerika die alten Tempel besucht, die Prabhupada eröffnet hatte? Oder ja, wir haben, ja, natürlich.
waren in Los Angeles und Prabhupada hat viel, das war erst der Tempel, das war ISKCON damals. Und das war echt cool, Prabhupada Garten, wo Prabhupada gesessen hat und Prabhupads Zimmer, wo Prabhupada hat alle Bücher geschrieben, nicht alle, aber viele Bücher geschrieben. Und für mich war das Amerika, war diese Geist, Prabhupada-Geist war immer noch da. Und es sind viele Prabhupada-Schüler und dann die haben an Prabhupada erinnert und ich habe gewusst, was Prabhupada möchte. Der Prabhupada möchte diese predigen und Bücher verteilen und viele Devotees. Und dann später, wir haben einen Bus gekauft, eine Interstadt oder zwischen, lange Strecke Bus, nicht Stadtbus. Ja, Langstreckenbus, ja. Und wie Flixbus, sozusagen, ja, Reisebus, genau. Und wir haben über ganz Amerika gereist und wir sind gereist und haben viele Schüler getroffen, die sagen, ich war in Radha Damodar, die hatten wie viel, 5, 8 Bussen oder Bussen. Und die sind auch gereist und gepredigt und Bücher verteilt und das war für eine Nostalgie und für die, diese neue Brahmacharis. Und das war echt cool, muss ich sagen, das war echt cool. Wie lange warst du in Amerika? Ne? 8 Jahre insgesamt. Nicht in einem Stück, aber insgesamt 8 Jahre. Ja, dann bist du dann wieder Richtung Europa dann irgendwie? Oder? Nee, ich war in Indien und dann ein bisschen, nein, nicht in Europa, meist in Indien und dann wieder nach Amerika und dann nach Südamerika. Ich war in Südamerika ein bisschen. Wo warst du denn? Venezuela. Wow. Das ist mein. Und ich war einmal einen Besuch in Trinidad, diese karibische Insel. Okay. Aber nur kurz für. Ich hatte was zu tun. Und, ja, und dann bin ich nach Indien und dann nach Amerika wieder. Das ist zwischen Indien und Amerika, das ist mein. Und danach, ich bin nach Europa gekommen, 2010, so. 8, 9, 10 und dann ich bin. Wie lange warst du denn dann komplett, hast du als Mönch denn gelebt oder als? Bis 2009, so das war 18 Jahre. Und dann hast du deine heutige Frau kennengelernt? Und ja, und dann, ein bisschen, längere Geschichte, aber eigentlich am Ende. Was war dann der Switch, wo du gesagt hast, so jetzt möchte ich diesen Ashram verlassen, sozusagen? Ja, es ist nicht so einfach, das Ashram zu verlassen. Wenn du 18 Jahre als Mönch lebst, das ist nicht so einfach. Jetzt bin ich gehasst, das ist nicht so einfach. Heutzutage auch bin ich 12 Jahre verheiratet, aber ich habe diese Mentalität hier. Und zum Glück, meine Frau ist auch ein bisschen fanatisch, ein bisschen mehr als ich. Deine Frau hat dich halt so genommen, wie du halt bist. Das ist ja auch wichtig, sonst würde das ja nicht funktionieren. Ja, ich habe meiner Frau gesagt, vor wir verheiratet, ich habe gesagt, ich kann nicht jetzt ein Haus bauen und das ist nicht mein Interesse. Wir interessiert Krishna zusammen zu dienen, wenn du das möchtest. Und dann sie hat, ja, natürlich. Und sie hat auch keine eigentlich Interesse im materielles Leben. Und ja, wir sind seit 12 Jahren zusammen und das alles bis jetzt geklappt. Ja, hast du deine Frau kennengelernt? Dann habt ihr in Berlin geheiratet, ne? In Berlin geheiratet und dann wir sind nach unten nach Simachalam gegangen. Genau, ich war in Simachalam wie viele Jahre? 3, 4 Jahren oder so. Und da warst du auch Tempelpräsident? Also Tempelpräsident in Simachalam. Weil das war auch nicht ein gehasstes Leben sozusagen. Wir waren im Tempel und ich habe Tempel gemanagt und wie immer als Brahmachari auch, ich habe ein paar Tempels gemanagt. Und das war nur eine, wie sagt man, ich habe, was ich immer gemacht habe, das ist, ich weiß nochmal, ja, also als wie sagt man, geheirateter Mann, aber ja. Ja, und seitdem bist du halt in Deutschland und
Ja, wie ist dein Eindruck so vom deutschen Yatta? Weil du hast ja jetzt nun auch die ganze Welt gesehen, hast verschiedene Devotis gesehen und jetzt bist du ja irgendwie hier so, und hast auch deutschen Yatta geholfen, weil ich überlege... Deutsch Yatta braucht deutsche Männer und Frauen. Wir haben viele wunderbare Devotis aus der ganzen Welt, ja, von Russland, Ukraine und ich weiß nicht, von vielen Ländern, aber Deutsche, wir brauchen mehr, wir brauchen dich, sozusagen. Weil in Simhat-Shalom, wir hatten wir haben gefunden, dass in Österreich, dass österreichische junge Männer und Frauen, das haben echt Interesse in Krishna-Bewusstsein. Und ich glaube hier auch, aber es muss ein bisschen bemühen, diese Leute zu erreichen, das denke ich. Ja, wir geben uns... Weil ich glaube, dass in Deutschland wir sind bereit für die nächste Welle, nächste Krishna-Bewusst-Welle. Weil wir hatten eine Welle in den 70er Jahren oder so, die haben viele Bücher verteilt, viele Tempels geöffnet und gekauft, Simhat-Shalom und Golokadam, und Devotis haben dieses Schloss Rettershof. Und viele Devotees und so weiter, Bus-Sankirtan-Partys. Ich denke, das ist der Zeit, nächstes ein paar Jahre eine zweite Welle, man kann sagen, dass wir fangen mit der zweiten Welle an. Mit Krishna natürlich, mit Krishna Segnung. Ja, und dann hast du ja auch, du hast ja noch eine Ausbildung gemacht, ne? Das ist ja, ich habe studiert. Ich habe studiert 3 Jahre in Großbritannien, bei Universität, das heißt Staffordshire Universität. Habe Masters in Philosophie. Genau, das ist Philosophie, ja. Und reine Western-Philosophie. So habe das auch gemacht, weil ich möchte, dass weil ich nicht mehr managen, also ich habe so viele Jahre gemanagt sozusagen, viele Tempels, und habe gedacht, dass ich bin ein bisschen älter und ich möchte mehr schreiben und sprechen, und deswegen ich möchte ein bisschen Philosophie lernen, weil diese viele philosophische Fragen, die Leute haben diese Fragen. Weil in unserer Philosophie von Bhagavad Gita und Srimad Bhagavatam, alle unsere Philosophie, alle Fragen kommen von den Autoritäten. Wer sind wir? In Bhagavad Gita, man zitiert, in Bhagavad Gita 2,16, es steht dort, aber in Deutschland, die Leute glauben nicht an 2,16 Bhagavad Gita, aber trotzdem, sie haben Fragen. Warum warum kann ich nicht meine Zunge kontrollieren, zum Beispiel, oder warum trinke ich zu viel, oder warum bin ich ängstlich? Und dann, wenn man von dieser philosophischen Seite kommt, das ist ein bisschen, die können verstehen besser, als wenn du kommst mit einer Autorität, einer Bhagavad Gita. Aber natürlich, wir bringen eigentlich zum Bhagavad Gita und zum Krishna. Kommt ja ursprünglich auch daher. Ne? Genau, aber deswegen habe ich diese philosophische Pfad genommen, man kann sagen. Weil diese Griechen haben alle diese Frage, was wir haben heutzutage, diese Griechen, das ist alle Fragen gefragt. Alle Fragen. So, es ist so einfach. Wenn wir lesen, zum Beispiel, ich schreibe jetzt ein paar Dinge, und dann habe ich gelesen, dieser Heidegger, weißt du, Martin Heidegger, das ist ein deutscher Philosoph. Im 20. Jahrhundert, Heidegger war der größte Philosoph, man kann sagen, im 20. Jahrhundert. Und er hat erzählt über Dasein. Und was ist Dasein? Und das ist Seele eigentlich, das steht im Bhagavad Gita, 2.11, 2.12, Bhagavad Gita, 2. Kapitel. Ich bin nicht, wie sagen wir, Körper, ich bin eine Seele. Und dann er spricht über sogenannte Geworfenheit, er heißt das, genannt, Geworfenheit. Dass diese Dasein ist eigentlich nicht aufgewacht, aber wie sagt man, bewusst, in einem Sinne ist plötzlich bewusst, oh, ich bin hier geworfen, ich bin nicht hier wie mein eigener Wille.
Und das ist auch im Bhagavad Gita geschrieben, Prakshapatmika Shakti und Avaranatmika Shakti. Wir sind geworfen, in diese materielle Welt geworfen und dann wir sind bedeckt. Und das ist genau, was Heidegger erzählt. Und dann von dieser Plattform man kann Krishna Bewusstsein präsentiert. Ja, Zum Beispiel. Ja, super. Das ist meine, das ist ein Weg, klar. Also es gibt verschiedene Wege, aber im Endeffekt ist ja was wir machen, Bhakti Yoga ist ja eine gelebte Philosophie. Ja, das ist ja so und deswegen, ja. Und viele Leute haben dadurch auch einen Zugang, aber viele Leute auch in der westlichen Welt sind ja total verwirrt durch ihre materialistische Philosophie, weil sie die dann in eine andere Richtung, weil sie eigentlich die Leute wegbringen von dem, wo sie eigentlich hinführen sollte normalerweise. Und das finde ich halt immer sehr schade. So. Oder gerade das Unpersönliche, das gibt keinen Gott oder ich bin selber Gott oder was sie auch immer sich dann zusammen spekulieren. Ja, ja, nice. Ja, danke, dass du uns da so viele Einblicke gegeben hast von deinem Leben. Ja, und danke. Für mich wäre jetzt noch so vielleicht als letzte Frage, was ist das Wichtigste, was du von Prabhupada gekriegt hast? Oder was ist wichtig oder was wäre für dich die wichtigste Aussage, die Prabhupada, oder was für dich Prabhupada ausmacht? So, weißt du, wie ich meine? So dieses irgendwie eine Anweisung oder eine Aussage von Prabhupada, die dich berührt, die dich durch dein Leben führt, wo du sagst, das mache ich, weil Prabhupada das wollte. Ja. Ja, ich war sehr, sehr jung Devotee, das war 94 oder so, 93 glaube ich, 1993 oder 94, ich glaube, erst eingeweiht. Und dann, ich habe gelesen, es gibt ein kleines Buch, das heißt Preaching is the Essence. Und das ist eine Sammlung von Prabhupads Briefe oder Vorlesungen oder Prabhupads Bücher über Predigen. Und dann Prabhupada hat in ein Vers, ich weiß nicht, oder Erläuterung geschrieben, those who are serious devotees, they engage in this preaching mission. Und diejenigen, die sind ernsthaft, die predigen diese Philosophie. Und haben gedacht, ja, ich bin ernsthaft. Ich bin ernsthaft. Und das ist man kann sagen, dass Prabhupada, wie sagt man, nicht transferiert, aber Prabhupada hat mich überzeugt, dass ich ernsthaft bin. Okay. Obwohl ich bin, wie sagt man, wer ich bin, nicht qualifiziert, du hast keine spirituelle Fortschritt und so weiter. Aber Prabhupada hat mich überzeugt, ja, du bist ernsthaft, du bist ein ernsthafter Devotee. Und das war ja, wenn Prabhupada sagte, dass ich bin ernsthaft, das bin ich ernsthaft. Ich habe diese einfache Glauben. Und das ist auch eine Dinge, dass ich glaube, ich bin, man kann diese viele Philosophie und so weiter und Sanskrit, aber ich bin sehr einfach in meinem Geist. Ich glaube alles, was Prabhupada hat gesagt, geschrieben und ja, wir machen das. Ja, diese Predigermission zieht sich eigentlich durch dein ganzes Leben. Ne? Du hast immer irgendwie versucht, den Leuten das zu erklären, zu geben, Prabhupada zu geben. Jeder hat etwas machen. Für mich, ich bin nicht eine große, ich kann nicht, ich weiß nicht, 108 Tempel offen oder 60.000 Schüler haben oder so. Ein paar Tempel hast du auch eröffnet. Ein paar Tempel, ja. Aber wir machen, was wir können. Man kann predigen seinem Eltern oder seinem Onkel und das reicht. Oder ich habe gehört eine Geschichte, dass jemand ein bisschen mit Krishna-Bewusstsein, er war nicht ernsthafter Devotee, aber und dann ist in eine Kneipe gegangen und ein paar Bierchen getrunken und dann ein Mann hat nächste von ihnen auch ein Bier getrunken und dann die haben ein bisschen gesprochen und er hat erzählt, ja, es gibt eine Krishna-Bewusstsein und er hat ein bisschen gepredigt. Und er hat erzählt, dass du solltest zum Tempel gehen und Krishna im Devotee sein. Und dann der Mann hat gefragt, aber
wenn du so überzeugt bist, was machst du hier? Der hat ein bisschen geraucht. Und er hat erzählt, ich bin in diese Status, so genannt, ich bin ein Maya. Aber, oh, du bist ein Maya. Und dann dieser Mann hat Devotee geworden am Ende. Okay. Und das bedeutet, jeder kann predigen, jeder von unserer wo sind wir? Wir müssen nicht eine große Seele oder große Rhetorik haben oder ich weiß nicht was. Jeder kann etwas sagen über Krishna oder muss eigentlich nicht sagen, einfach ein Stück Prasad geben oder so. Genau. Und das ist eigentlich die Essenz, von dem das Prabhupada uns auch gegeben hat, ne? Dass einfach jeder predigt auf seine Art und Weise. Genau. Und manchmal merkt man es vielleicht gar nicht, bloß die es gemerkt haben, die gehen dann vielleicht noch mehr rein oder versuchen das noch besser zu predigen oder machen sich einen Plan, wie kann ich noch mehr Leute anziehen oder wie kann ich noch effektiver. Aber eigentlich, unsere Mission ist eine reine Predigermission. Ja. Also alles mit allem, was wir machen, mit unserem Äußeren, mit den Tätigkeiten, mit den Büchern, was wir sprechen, alles. Ja. Ich war, als ich in Venezuela war, ich war in Safran, diese orange Kleidung. Ich war immer in Dhoti, draußen. Und einmal, ich bin gelaufen und dann ein Auto ist gekommen und da habe ich gedacht, oh nein, was ist denn Mafia oder so. Und eine Frau hat das Fenster aufgemacht und sagt, Entschuldigung, sind Sie Hare Krishna? Ja, oh, ich suche euch. Okay, kommen Sie rein in das Auto und dann, sie möchte nach Tempel kommen und ihre Tochter hat dann, sie möchte über Hare Krishnas für ihre Schule schreiben, ich weiß nicht. Und das ganze Familie ist zum Tempel gekommen, nur weil ich habe nicht gesagt, ich konnte nicht Spanisch eigentlich, das war damals, aber nur deswegen, weil ich hatte diese komische Kleidung getragen und Krishna ist, hat alles anderes gemacht für mich. Ja, Krishna arrangiert alles, ne? Ja, und jetzt bist du im Endeffekt, mit deiner Frau lebst du eigentlich im Vanaprastha Ashram so und ich finde das auch sehr nice, weil ich habe jetzt gehört, was du jetzt vorhast so in Zukunft, du willst da und da und da hin und da sieht man halt auch, dass Krishna euch erhält und euch das machen lässt. Ja, lass uns hoffen, und das ist halt, finde ich schön zu sehen und das ist sehr vorbildlich, dass halt gerade dieser Vanaprastha Ashram, dass es da Devotees wie euch beide gibt, die das halt wirklich praktizieren und halt durch ihre Predigt, durch ihr Wissensweitergabe, ihr weltweit unterwegs seid und anderen helft, auch Krishna bewusst zu werden oder Ja, wir haben beide viele Erfahrungen, viel Dienst gemacht. Meine Frau hat auch über 25, 30 Jahre Dienst gemacht und sie hat viele Erfahrungen, ich habe auch Erfahrungen und wir sind ein bisschen älter jetzt, nicht so leidenschaftlich, immer noch leidenschaftlich, aber nicht so wie vorher und das ist, und ich denke, dass wie immer, wenn jemand älter ist, dass er kann oder sie kann den Neulinge zusammen helfen, inspirieren und dann, weil es gibt viele Leute heutzutage, die haben Interesse in spirituelles Leben, aber gibt es keine Beispiele oder keine Beispiele oder so. Das ist unsere, wie sagt man, von diesen Punkten fangen wir an und dann schauen wir mal, wo Krishna bringt uns an. Und so. Ja, auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und ja, Jai Sachi, wer mehr von Jai Sachi erfahren will, Jai Sachi hat auch einen YouTube-Kanal. Da kannst du ja auch vielleicht kurz noch mal was zu sagen. Wie heißt dieser YouTube-Kanal? Ich werde es auch verlinken unten dann, könnt ihr gerne auch das heißt dailyspiritual.com. Okay. Und bis jetzt ist es nicht so entwickelt, aber ab jetzt, wir versprechen das. Wir machen nicht daily, aber regelmäßig. Das ist auf Englisch zurzeit. Und ich weiß nicht genau, wo sind wir unterwegs, wenn wir in Deutschland, dann machen wir Videos auf Deutsch, aber wenn wir sind in anderen Ländern, dann auf Englisch. Aber trotzdem, heutzutage, jeder spricht Englisch. Okay. Ja, nice. Ja, danke für das Interview und viel Erfolg auf eurer Predigt und alles. Und danke, dass ich dieses Interview mit dir führen durfte. Und ich hoffe, es war für euch auch interessant. Und ja, Hare Krishna. Hare Krishna, danke dir. Hare Krishna.